Wale sind die größten Tiere auf dem Planeten. Im Laufe des Lebens entwickeln sie sich, vermehren sich, wachsen, und zwar im Erwachsenenalter nicht weniger intensiv als in der Jugend. Viele Wissenschaftler glauben, dass Wale die Hüter des Geheimnisses der Unsterblichkeit sind, weil sie langsam altern und einige von ihnen, wie der Grönlandwal, bis zu 200 Jahre alt werden. Allerdings werden alle Lebewesen geboren und sterben, selbst Lebewesen mit so enormen Ausmaßen wie Wale bilden da keine Ausnahme. Ein solches Schicksal ereilt sie meist im Meer, oft kommt es vor, dass Wale an Land gespült werden, nach einer Weile explodieren sie, was beeindruckend und traurig zugleich wirkt. Lassen Sie uns zunächst darüber sprechen, was mit einem Wal passiert, der im Meer stirbt. Dieser Fall wird in der Biologie als Walabsturz beschrieben. Ist es nicht schwer vorstellbar, dass kleinere Fische und andere Meerestiere das Aas fressen? Doch wie kam es zu den Leichen? Wale spielen eine sehr wichtige Rolle bei der Unterstützung des Ökosystems. Das natürliche Sterben der Wale und ihr sogenannter Fall wurden erstmals in den 1970er Jahren beobachtet. Gleichzeitig wurde klar, dass es mehrere Jahrzehnte dauert, bis der Körper eines Wals vollständig zersetzt ist und er in dieser Zeit vielen Meeresbewohnern Nahrung bietet. Die Zersetzung des Körpers beginnt kurz nach dem Tod, und wenn der Körper beginnt, sich zu zersetzen, beginnt er auch, sich mit Gas zu füllen. Aus diesem Grund schwimmt der tote Wal an die Oberfläche, wo er hauptsächlich von Haien und Vögeln gefressen wird. Mit der Zeit beginnt der Körper des Wals Kilometer für Kilometer zu sinken, bis er sich auf dem Meeresgrund wiederfindet. Ein Walabsturz kann Nahrung für ein ganzes Ökosystem liefern. Sowohl große Tiere als auch Bakterien. Sobald der Wal den Grund erreicht, versammelt sich eine große Anzahl von Tieren und das Festmahl beginnt. Schläferhaie, Krebstiere und viele andere Lebewesen nagen das Fett und die Muskeln des toten Tieres bis auf die Knochen ab, und Meeresschnecken, Garnelen und Würmer fressen die Muskel- und Fettreste. Danach dringen die Knochenwürmer in die Knochen ein, insbesondere in das darin enthaltene Fett und Collagen, und geben Sauerstoff ab. Dies trägt zum vollständigen Abbau der Knochen bei. Dank dieses Stadiums wurde im Jahr 2005 eine neue Art des Wespenwurms Dax mucofloris entdeckt, der sich von Knochen ernährt. Untersuchungen aus dem Jahr 19.198 zeigten, dass mehr als 12.000 Lebewesen dank eines großen Fischfangs überleben. Dank dieses seltenen Phänomens wie dem Walsturz füllt sich der leere Meeresboden ständig mit neuen Tierarten. Der gesamte Prozess vom Tod bis zur vollständigen Zersetzung kann bis zu 50 Jahre dauern, aber nicht alle Wale landen auf dem Meeresboden. Jedes Jahr werden rund 2000 Wale an Strände auf der ganzen Welt gespült. Was passiert Ihrer Meinung nach, wenn ein Wal an Land stirbt? Der Wal bläst sich wie ein Ballon auf und es folgt ein heftiger Schlag. Dies ist ein ungewöhnliches und kaum glaubwürdiges Phänomen, das dadurch entsteht, dass eine innere Zersetzung stattfindet, bei der eine große Menge an Gasen entsteht. Der Innendruck ist viel höher als der Atmosphärendruck und daher kommt es zur Explosion. Das Gas sammelt sich im Körper des Wals. Der Inhalt ihres Magens beginnt sich zu zersetzen und kann aufgrund der großen Dicke und Festigkeit ihres Fetts und ihrer Haut nicht entleert werden. Zur Explosion eines Walkadavers kommt es, wenn die Hitze und das Eigengewicht des Wals dazu führen, dass sich einige Öffnungen schließen. Laut dem Meeresbiologen Andrew Teller ist ein explodierender Wal einer der schlimmsten Gerüche der Welt. Diese Vorfälle ereignen sich überall auf der Welt. In Schottland beispielsweise wurden im Jahr 2013-211 ähnliche Fälle registriert. Im Südosten und Nordwesten Amerikas gibt es jedes Jahr Hunderte dieser Fälle, ebenso in Australien und Neuseeland. Genau das geschah am 29.01.2004, als ein 17 Meter langer Pottwal in Tainan, Taiwan, an Land gespült wurde. Der Körper des Tieres wurde auf einen Anhänger verladen und in das Reservat gebracht. Plötzlich explodierte es auf einer belebten Stadtstraße und ein Regen aus Fett, Blut und Tiereingeweiden begann auf die Köpfe von etwa 600 Zuschauern zu prasseln. Aber nicht alle Walkadaver-Explosionen werden durch natürliche Prozesse verursacht. Ein Sonderfall ereignete sich im Jahr 19170. Er stand größtenteils im Zusammenhang mit menschlichem Eingreifen und betraf eine kleine Stadt in Oregon am Morgen des 19.09.2019 170 in der Nähe der Stadt Florence, etwa 2100 Kilometer von Portland entfernt. Am Strand begegnete man einem Meeresriesen von 14 m Länge und 7 Tonnen Gewicht,
Die Leiche eines Pottwals wurde am frühen Abend an Land gespült. Der Riesenkörper zog zwar sofort die Aufmerksamkeit der Neugierigen auf sich, ließ sich aber ebenso schnell abschrecken, verbreitet schnell einen üblen Geruch. Die Lösung dieses Problems wurde von den örtlichen Behörden übernommen. Sie beauftragten den 41-jährigen Ingenieur Jorge Thornton damit, den Strand aufzuräumen und das stinkende Monster zu entfernen. Thorn überlegte, wie er das stinkende Ding am besten loswerden könnte. Das Fett eines toten Wals konnte nicht begraben werden, da die Flut es schnell wieder an die Oberfläche bringen würde. Der Leichnam war zu groß, um verbrannt zu werden, das Tier konnte aus einem einfachen Grund nicht einmal zerschnitten werden. Da er keine Freiwilligen fand, die diese Aufgabe übernehmen konnten, beschloss Thornton nach Rücksprache mit der US-Marine, die Leiche mit Dynamit zu beseitigen. Der Plan sah vor, den Körper in winzige Stücke zu zerreißen, die dann von Krabben, Möwen und anderen geteilt würden. Meeresaasfresser, aber wie viel Dynamit wird dafür benötigt? Da es für solche Operationen keine offiziellen Anweisungen gab, war Thornton gezwungen, sich auf seine Intuition zu verlassen. Er kam zu dem Schluss, dass 20 Kisten ausreichen würden, was etwa einer halben Tonne entspricht. Die Explosion war für 12:12 bis 11 geplant. Ungefähr 75 Menschen kamen von den nahegelegenen Dünen aus, um sie zu sehen. Die Veranstaltung wurde vom Kameramann Doug Brazil und Regisseur Paul Lehmann von Chet Portland in Auftrag gegeben. Die Übertragung wurde legendär. Das Dynamit explodierte im dritten Viertel um 4 Uhr und schickte eine Rauch- und Blutwolke hoch in die Luft. Auf den Aufnahmen des Brasilianers ist auch kurz der Applaus der Schaulustigen zu hören, vor allem in dem Moment, als Teile des Tierkadavers wie Regen auf den Strand zu fallen beginnen. Trotz der gewaltigen Explosion blieb der Körper des Wals nahezu unversehrt. Die Explosion schleuderte nur einen relativ kleinen Teil des Körpers in die Luft. Und was noch schlimmer war, die Möwen, die die Überreste der Leiche wegtragen sollten, waren nirgends zu sehen. Die Explosion schreckte sie ab, und so blieb ihnen nichts anderes übrig, als Arbeiter von Baggern und Erdbewegungsmaschinen zu rufen, um den durch die Explosion zerrissenen Körper zu entfernen, und er wurde an einem anderen Teil der Küste begraben. Pottwale können überall an Land geworfen werden, aber einige Küstenabschnitte, wie zum Beispiel die gleiche Abschiedszone, ziehen sie mehr an als andere. Was ist ein vergrabener Hund und warum waschen sich viele Wale an Land? 1. Einer der wichtigen Faktoren ist offenbar das Wetter. Im Jahr 2005 analysierte eine Gruppe von Wissenschaftlern der University of Tasmania unter der Leitung von Khan Evans Daten und Informationen über an Land gespülte Wale. Gleichzeitig wurde deutlich, dass vermutlich der wechselnde Wind die planktonreichen Gewässer ans Ufer treibt. Und so lockt es Wale dazu, zu nahe an Land zu schwimmen. Winde können auch Meereswellen verursachen. Dadurch werden die Wale desorientiert und gezwungen, in Gefahrenzonen zu schwimmen. Wenn Wale im seichten Wasser stecken bleiben, werden sie schnell müde und sterben. Es gibt noch eine weitere mögliche Erklärung für dieses selbstmörderische Verhalten der Wale. Obwohl diese Meinung von vielen Wissenschaftlern und Ökologen geäußert wurde. Ähnliche Unfälle ereignen sich in letzter Zeit immer häufiger, beispielsweise in Großbritannien. Ihre Zahl stieg um 25%. Am häufigsten wird die Schuld den leistungsstarken hydroakustischen Ortungsgeräten von Militärschiffen zugeschrieben. Diese sind in der Lage, Signale über sehr große Entfernungen zu übertragen. Wale beschaffen ihre Nahrung in großen Tiefen, wo sie keine Konkurrenten haben, und wenn sie dort seltsame Geräusche hören, sind das beunruhigende Geräusche. Echolotgeräte sind in der Lage, Wale schneller als gewöhnlich an die Oberfläche zu zwingen. Dadurch verlieren diese Tiere die Orientierung, wenn sie zu schnell an die Oberfläche steigen, und es besteht auch die Gefahr einer Dekompressionskrankheit, bei der es infolge schneller Veränderungen zu einem Verlust der Orientierung kommt. In den Bereichen von Marineübungen im Mittelmeer und in der Karibik entstehen durch Druck Stickstoffbläschen im Blut. Es wurden Fälle registriert, in denen sich Wale tatsächlich häufiger auf der Untiefe befanden, als amerikanische Schiffe dort Manöver mit Hydroortungsgeräten übten. Vergleichbare Fälle gab es bisher nicht. Laut den Autoren des Berichts waren die Tiere in diesen Fällen aufgrund der Aktivität vieler Rochen desorientiert. Sein akustischer Tiefenmesser. Letzteres dient zur Messung der Meerestiefe. Derzeit laufen ähnliche Forschungen an diesen Orten. Sie funktionieren nicht mehr, obwohl wir das nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können. Darüber hinaus wurden bereits Fälle beobachtet, in denen diese Tiere in einer bestimmten Phase des Monats näher an die Küste kamen.
Vielleicht spielte dies auch eine gewisse Rolle, so traurig es für Wissenschaftler auch klingen mag, eine an Land gespülte tonnenschwere Leiche ist eine Goldader. Ihre Gewebe werden untersucht, da sie sonst nicht durch den Tod gewonnen werden können. Es ist ein natürlicher Prozess, den alle Lebewesen durchlaufen. In diesem Fall kann ein Todesfall ein Leben bedeuten. Für 1000 weitere Lebewesen im Laufe eines halben Jahrhunderts, was ein weiterer Beweis dafür ist, welche wichtige Rolle es im Lebenszyklus des Globus spielt, und das ist alles für die heutigen Freunde. Gib ihm ein Like. Wenn Sie etwas Neues gelernt haben, schreiben Sie Kommentare und bis bald.